Ist sie noch zu retten? Das ist das Thema dieses Videos. Ihr seht hier eine Phalaenopsis. Dieser geht es nicht mehr ganz so gut. Eigentlich schaut sie schon fast aus wie ein Fall für die Biotonne. Aber kann man sie noch retten? Und wenn ja, wie geht man vor? Das zeige ich euch in diesem Video. Und deswegen schauen wir uns jetzt die Orchidee im Detail an und schauen, was wir machen müssen. Zunächst einmal schauen wir uns die Pflanze mal selbst an. Wenn wir uns das Gefäß anschauen, werden wir feststellen, dass wir hier überall noch richtig gesunde Wurzeln sehen. Das heißt, es ist nicht unbedingt das Problem der Wurzeln. Das heißt nicht das Problem des Substrat oder das ist nicht die Ursache. Wenn wir uns jetzt aber die Pflanze hier anschauen, und zwar den Spross, dann sehen wir hier komplett trockene Blätter, die kann man schon abmachen. Wenn wir jetzt noch genauer hinschauen, sehen wir hier so einen weißen haarigen Punkt, das heißt, das sind Wollläuse. Auch im Blattherz sehen wir, hier sind Wollläuse vorhanden. Das heißt, im Grunde dürfte das auch schon eine der Hauptursachen sein, nämlich die Pflanze hat ein Wollausproblem. Das ist mehr oder weniger unbemerkt geblieben, von mir beabsichtigt ignoriert worden, dass wir eben so eine exemplarische Pflanze haben. Und jetzt schauen wir mal, was wir machen können. Die ersten Schritte sind schon passiert. Das heißt, die alten Blätter habe ich entfernt. Gut, das war gar nicht das Problem, dass das so schwierig war, sondern man kann sie einfach entfernen. Und jetzt schauen wir mal die nächsten Schritte an. Ganz wichtig ist bei so einer Orchidee natürlich der Blütentrieb. Der bringt der Pflanze überhaupt nichts mehr. Das heißt, dieser kann auf jeden Fall schon einmal weg und erleichtert natürlich auch das Ganze. Ihr seht, der Blütentrieb ist so oder so vertrocknet. Den kann man entfernen. Wenn wir jetzt genauer hinschauen, sehen wir, hier ist noch so ein alter Blütentrieb und der kann natürlich weg. Und das ist schon mal so an und für sich das Allerwichtigste, was man macht. Wir sehen auch, man kann hier die alten Blätter entfernen. Die sind ja eingetrocknet und das geht am einfachsten, wenn man sie praktisch hier vorne spaltet. Und dann kann man sie einfach links und rechts wegziehen. Hat auch den Vorteil, wenn man eine Pflanzenschutzbehandlung macht, aber auf das Thema komme ich auch gleich zu sprechen, dann erreicht man diese Läuse auf jeden Fall auch. Der Vorteil an Colomi ist, da es ja ein mineralisches Substrat ist, mögen die Schädlinge dieses Substrat nicht. Die stehen eher auf feuchtes, organisches Substrat. Colomi ist oberflächlich trocken. Die Feuchtigkeit wird nur innen gebunden. Bedeutet, hier sind mit Sicherheit keine Schädlinge vorhanden. Vorausgesetzt, es hat sich hier im Gefäß nirgends Moos oder Algen gebildet. Da könnten natürlich dann Schädlinge vorhanden sein. Das ist aber hier nicht der Fall. Wenn wir jetzt hier die alten Teile entfernt haben, stellen wir fest, okay, hier kommen wir nicht mehr ganz so gut hin und deswegen muss man die Eigenschaft von Colomi nutzen, die es gibt und die an und für sich auch komplett für Colomi sprechen. Jetzt kommen wir zu einer tollen Eigenschaft von Colomi, die bei normalem Orchideensubstrat Pinienrinde gar nicht funktioniert. Ihr seht hier, man kann die Pflanze eigentlich völlig problemlos hier herausziehen. Und dann ist sie vom Colomi nahezu komplett getrennt und man kann mit der Pflanze weiterarbeiten. Bedeutet, hier kann ich jetzt einfach die kaputten Bestandteile, die vertrockneten Bestandteile einfach entfernen. Und dann ist die Pflanze an und für sich schon wieder komplett bereit für eine Neueinpflanzung. Und das können wir ganz leicht mit dem vorhandenen Colomi, das wir ja jetzt schon die letzten Wochen eingesetzt haben, ganz normal wieder einsetzen, als wäre es frisches Colomi. Davor sollte man natürlich hier die ganzen alten braunen Wurzeln entfernen. Und dafür nimmt man am besten so eine spitze Schere. Man kann natürlich auch eine Rebschere nehmen oder eine Haushaltsschere, funktioniert alles. So eine spitze Schere macht das Leben leichter. Und dann kann man hier ganz präzise die Wurzeln entfernen. Schaut auch darauf, dass man das meiste entfernt. Das heißt auch hier diesen alten Bestandteil des Stamms kann man wegmachen. Man stellt auch gleich fest, hier ist es sowieso braun. Das heißt, hier wäre sowieso nichts mehr herausgekommen. Auch diese Wurzel hier fühlt sich so an, als ob die keine Funktion mehr hätte. Man kann sie ja mal anschneiden. Dann stellt man fest, okay, sie ist doch noch grün. Bedeutet, man kann sie belassen. Alles, was normalerweise kaputt ist, fühlt sich ganz hohl an, weil hier außen das
Velamen einfach abgestorben ist und innen drin diese schaumartige Masse oder das schaumartige Gewebe praktisch weg verschwunden ist, abgebaut wurde, sich zersetzt hat. Man kann es hier sehen, wie hohl das eigentlich ist. Und hier sehen wir, ist die frische Wurzel. Und im Grunde ist das schon praktisch die halbe Miete, dass die Pflanze das Ganze überlebt. Nachdem man die Pflanze jetzt komplett kontrolliert hat, könnte man noch hergehen und sagen, okay, diese Teile macht man hier weg. Und dann sieht man auch schon, hier sind auch wieder weiße Punkte. Das heißt, genau hier verstecken sich auch wieder die ganzen Schmier- und Wollläuse, die ja praktisch der Orchidee das Leben schwer machen. Und deswegen wäre eigentlich eine Überlegung, dass man sagt, okay, den unteren Teil, wo die Läuse sein könnten, schneidet man auch komplett weg. Aber das ist ja auch noch ein Bestandteil mit gesunden, aktiven Wurzeln. Und dies, würde ich sagen, würde ich nicht abschneiden, denn im Grunde ist die Pflanze so schon praktisch bereit, damit sie wieder eingetopft werden kann. Wenn die Pflanze jetzt noch deutlich weniger Wurzeln hätte, aber ihr seht ja, sie hat ausreichend Wurzeln, würde ich hergehen und das Blatt noch einmal halbieren, dass die Verdunstung auf jeden Fall deutlich reduziert ist. Ihr seht, die Pflanze hier ist schon längere Zeit nicht gegossen worden. Die Blätter oder das Blatt, es ist ja nur noch ein Blatt, ist schon ziemlich schrumpelig. Wenn wir jetzt aber hier in das Herz schauen, stellen wir fest, hier bildet sich sogar schon ein neues Herzblatt. Bedeutet, diese Orchidee ist an und für sich echt noch gut unterwegs und kann problemlos gerettet werden. Und deswegen geht man einfach hin und entfernt hier noch die Läuse, die man erreicht. Macht man nichts anderes, als dass man praktisch hier das alte Glas vom Colomi befreit. Dann macht man etwas Wasser rein, spült das praktisch nur grob durch. Also es muss nicht absolut klinisch rein sein, außer es ist Moos oder sind Algen vorhanden. Und dann macht man nichts anderes als wie beim üblichen Einpflanzen in ein Glasgefäß. Man sorgt dafür, dass die Wurzeln bis ganz nach unten im Glas reichen. Ja, zumindest 1, 2 Wurzeln sollten ganz unten sein. Man sieht, hier ist eine grüne Wurzelspitze und die sollte dann entsprechend bis zum Boden reichen. Und dann geht man her und füllt das ursprüngliche Colomi wieder in das Glas. So, im Grunde war das schon. Die Pflanze ist wieder in Colomi eingepflanzt worden. Jetzt stellt man hier fest, ist eine kleine Lücke. Normalerweise muss man bei Colomi nichts nachstopfen. In diesem Fall ist die Lücke allerdings relativ groß. Deswegen kann man hier ruhig so vorgehen, dass man vorsichtig die Lücke ein bisschen stopft. Jetzt nimmt man einfach so ein Holzstäbchen, was man eben bereit hat, oder ein Pikierholz. Und dann kann man das restliche Colomi einfach reinschütten. Und dann hat man die Pflanze praktisch im ursprünglichen Colomi wieder frisch eingetopft, hat die faulen Bestandteile oder vertrockneten Bestandteile entfernt. Und jetzt kann man natürlich eins machen, wenn ihr jetzt sagt, was ist jetzt mit den Wollläusen? Mittlerweile muss ich sagen, versuche ich so gut wie wenig Pflanzenschutzmittel einzusetzen. Wenn ich etwas einsetze, dann ist das Neemöl. Ich habe schon von einigen gehört, dass Neemöl bei denen nicht so gut funktioniert. In dieser Flasche ist jetzt nur noch ein ganz, ganz kleiner Rest. Deswegen mache ich das jetzt einfach so, weil man Orchideen in Colomi ja auch nicht mit übermäßig viel Wasser behandeln sollte, dass ich hier einfach nur Wasser einfülle.
Es waren jetzt nur noch 2-3 Tropfen in diesem Fläschchen. Hat dann auch den Vorteil, dass das Fläschchen ausgespült ist und man das optimal entsorgen kann in der gelben Tonne. So, und jetzt hat man das durchgeschüttelt. Neemöl ist relativ harmlos, hat zwar auch eine systemische Wirkung, aber jetzt kann man das einfach hier über die Pflanze ausbringen. Ist jetzt ein bisschen die unorthodoxe Variante. Hat dann aber auch den Vorteil, dadurch, dass das ja eine systemische Wirkung hat, wird das auch über die Wurzeln aufgenommen. Und die Pflanze hat ja ausreichend Wurzeln. Bedeutet, wir machen jetzt alles hier nass. Müsst ihr nicht so machen, könnt ihr auch mit einer Sprühflasche machen. Neemöl ist ja auch ein gewisses homöopathisches Mittel. Und jetzt sehen wir, das hat sich überall verteilt. Es gibt dann so eine milchige Suspension. Und dann ist die Pflanze einmal mit Wasser versorgt. Sieht man jetzt hier unten. Und natürlich ist sie dann erst einmal die Läuse vermutlich los. Falls da noch Läuse auftreten sollten, kann man das nach 2 Wochen noch einmal wiederholen, weil man in aller Regel die Eier, die sich jetzt hier zwischen den alten Bestandteilen aufgehalten oder die dort ausgelegt worden sind, nicht so gut erwischt. Kann man auch nochmal nachgießen und dann war es das. Diese Suspension könnt ihr an und für sich die Woche oder 2 Wochen dann auch noch aufbewahren und dann ausbringen und dann war es das im Grunde. Da Kolomi über viele Jahre strukturstabil bleibt und die Pflanze über 5 bis 8 Jahre mit allen erforderlichen Nährstoffen versorgt, die die Orchidee benötigt, könnt ihr das natürlich in dieser Zeit immer wieder nutzen. Wenn ihr ein Problem mit Algen oder Moos habt im Gefäß, dann zeige ich euch das im nächsten Video. Ihr habt jetzt gesehen, wie ich die Pflanze eingepflanzt habe. Die steht jetzt natürlich ein bisschen nass, klar, durch diese Lösung mit dem Neem, was wir hier mit angewendet haben. Das wird die Pflanze jetzt erstmal aufsaugen. Ihr habt ja gesehen, wie ausgetrocknet das Blatt war. Das macht auch nichts. Die Pflanze wird das jetzt in den nächsten Tagen aufziehen und dann werden wir uns anschauen, wie sie sich in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln wird. Das heißt, das nächste Update vielleicht so in einer Woche, in 2 Wochen. Heißt für euch Kanal abonnieren, Daumen nach oben geben. Bis zum nächsten Video und tschüss.